Servus, da ist er wieder. Eine Sekunde, nachdem das andere Video beendet wurde. Ich werde jetzt einen Ölwechsel machen an meiner WR 250 und werde euch da mal mitnehmen. Ich zeige euch, was für Werkzeug ihr braucht, wie ihr das Ganze anstellt und warum es sehr wenig kostet und man es dann auf jeden Fall auch mal selber machen kann. Viel Spaß dabei! Also am besten lasst ihr den Motor warm laufen oder noch besser macht ihr es so wie ich und fährt einfach mal eine Runde. Also ich bin so 10 Kilometer gefahren vor dem Ölwechsel und denke, das reicht absolut aus, damit das Öl auf die richtige Temperatur kommt und auch einfach alle Feinpartikel mitnimmt. Ich habe euch mal hier ein Bild gemacht, was ihr für einen Ölwechsel so alles braucht. Also natürlich braucht ihr neues Öl, ihr braucht eine neue Ablassschraubendichtung, ihr braucht neue O-Ringe und ihr braucht auch auf jeden Fall einen neuen Ölfilter. An Werkzeug braucht ihr eine 8er Nuss, eine 13er Nuss, einen Drehmomentschlüssel. Wenn ihr so ein Adapter-Kit braucht, wie ich es hier habe, das gibt es manchmal für 15 € bei Louis oder so, das ist auf jeden Fall top, das kann ich empfehlen. Eine Knarre und auf jeden Fall noch ein paar Lappen und Bremsenreiniger, das habe ich jetzt hier nicht auf dem Bild, und eine Ölablasswanne. So, ich habe es jetzt so gemacht, ich habe die Maschine laufen lassen, bin ja mit ihr eine einige Zeit gefahren. Jetzt habe ich sie hingestellt und werde jetzt das Öl ablassen. Also dafür drehe ich die Ablassschraube erstmal zart auf und lasse dann das Öl in die Auffangwanne entweichen. Am besten dreht ihr dafür auch den Einfüllstutzen raus, damit es keinen Unterdruck gibt und auch wirklich alles Öl rauslaufen kann. Jetzt müsst ihr für den Ölfilter zu wechseln das Gehäuse öffnen. Dazu sind diese 3 Schrauben zu entfernen. Die sind nicht besonders fest. Das geht eigentlich immer sehr locker von der Hand. Jetzt, wo die Schrauben entfernt sind, könnt ihr den Ölfilter entnehmen und auch die Dichtringe sehen. Macht die O-Ringe am besten neu, so wie ich es auch hier mache. Und beim Einbau könnt ihr diese leicht mit Öl benetzen. Man sieht hier nicht, wie ich das gemacht habe, aber man sieht, wenn ich die Ringe einlege, dass sie auf jeden Fall mit Öl benetzt sind.
Setzt auch auf jeden Fall einen neuen Dichtring auf die Ablassschraube und montiert diese wieder. Zieht alle Schrauben mit einem Drehmomentschlüssel an. Für die Ölfilter-Gehäusedeckelschrauben benutzt ihr 10 Newtonmeter und für die Motorölablassschraube 20 Newtonmeter Drehmoment. Hier kommt auch wieder mein Adapterset zum Einsatz. Wenn nun wieder alles fest ist, könnt ihr neues Öl reinfüllen. Mit Motorölfilter gibt Yamaha eine Füllmenge von 1,4 Litern an. Da mein Messbecher genau 700 Milliliter fasst, benutze ich 2 volle Messbecher. So messe ich das Öl ab und mit dem Trichter fülle ich es dann ein. Nun, wenn alles festgeschraubt ist und frisches Öl reingefüllt ist, müsst ihr den Kreislauf noch entlüften. Die Entlüftungsschraube ist auf der anderen Seite vom Motorrad. Diese wird mit einem 10er Schlüssel geöffnet. Lasst die Maschine laufen, öffnet die Entlüftungsschraube und sobald dort Öl austritt, schraubt ihr sie wieder zu, denn dann ist das System entlüftet. Wenn nach einer Minute kein Öl austritt, habt ihr ein Problem. Schaltet auf jeden Fall die Maschine dann ab. Wenn entlüftet ist und das Motorrad ist gelaufen, könnt ihr sie abschalten und ein paar Sekunden warten. Nun müsstet ihr im Ölschauglas sehen, wie sich das Öl wieder unten sammelt. Befindet sich der Ölstand zwischen den beiden Markierungen, ist alles in Ordnung. Unter der unteren Markierung ist zu wenig drin und über der oberen ist zu viel drin. Beides ist scheiße, also korrigiert den Ölstand. Ist er, so wie in meinem Fall, an der Grenze der oberen Linie, ist alles perfekt. Leider kann ich hier nicht gerade auf das Ölschauglas mit der Kamera sehen, aber ich sehe mit dem bloßen Auge hin, deshalb könnt ihr mir glauben, dass der Ölstand absolut stimmt. Ich muss an dieser Stelle sagen, dass Yamaha mit den Füllmengen wirklich immer top liegt. Also wenn ich genauso viel einfülle, wie in der Bedienungsanleitung steht und habe vorher wirklich alles Öl rauslaufen lassen, stimmt es eigentlich immer. So, das war's. Ihr habt Ölwechsel gemacht, alle Schrauben sind wieder fest, mit Drehmoment angezogen, die Ölmenge stimmt, es ist entlüftet, also perfekt. Jetzt müsst ihr noch ein bisschen sauber machen und dann könnt ihr weiterfahren. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Es ist eins meiner ersten Videos, die ich mit der neuen Kamera filme und vor allem ist es extrem schwierig beim Schrauben sich selbst zu filmen. Bitte verzeiht mir die ungewöhnlichen Perspektiven. Ich gelobe Besserung in der Zukunft. Auf jeden Fall wird noch mehr Schrauberzeug bei mir kommen. Bis dann.